Atlantic. Es ist erklärungsbedürftig, ja. Es gibt verschiedene Versionen, ja. Es gibt ja den Transit und es gibt den Ford Tourneo Custom. Das sind verschiedene Paar Schuhe und das ist jetzt ein Reisemobil, das man im Alltag verwenden kann. Es hat spezielle Gene, es ist der kleinste aus der Serie. Wir sind bei einem ganz tollen Hersteller. Bei wem sind wir denn, Karl, diesmal? Ja, wir sind bei Vanestro. Das ist eins unserer jüngsten Babys in der Gruppe. Ganz, ganz tolle Ideen von Kastenwagen, von Minivans. Hier hervorragende Qualität, ganz tolle Ausstattung, aber mit dem großen Unterschied zwischen Tourneo und Transit. Die meisten Hersteller bauen auf Transit und wir bauen auf Tourneo. Das ist quasi der VW-Bus unter den, also ich sag mal so, es gibt ja auch bei Volkswagen gibt's Ausführungen, die sind ein bisschen einfacher, zum Beispiel jetzt der Caravelle, dann gibt es den Multivan und das ist quasi der Multivan, so kann man sagen. Das ist der Multivan. So ist es, ja. Die Farbe zum Beispiel, aber auch die Aufpreisliste ist so gering. Das heißt, der große Motor kostet nur ein bisschen, die Automatik ist günstiger. Viele nehmen aber das Schaltgetriebe, weil die Anhängelast leider mit der Automatik sehr gering ist. Das ist das Thema Ford. Das ist immer wieder das Thema Ford mit der geringen Anhängelast. Da haben wir natürlich immer ein Problem. Aber das soll sich ja jetzt auch ändern. Aber es ist vielen auch ziemlich egal. Die nehmen einfach das Automatikgetriebe. Die sagen sowieso, Komfort, die nehmen jetzt mal 640 Kilo. Ja, ich bin neben Marek. Marek, du hast gesagt, mit meinem Deutsch kann ich ja, und du sprichst fließend Deutsch, das ist schon eine Frechheit, dass du sowas sagst. Ja, du sprichst so gut Deutsch. Danke, aber glaube ich nicht so gut, aber kann verstehen und ein bisschen reden. Du sprichst auch Polnisch, muss man sagen. Ja. Warum sprichst du Polnisch? Sind die Fahrzeuge aus Polen? Ja, die Fahrzeuge sind in Polen gebaut und ich komme aus Polen, deswegen. Ja, es gibt ganz viele Werke in Polen, muss man sagen. Also jetzt wird der in der Türkei gebaut, aber Volkswagen wird zum Beispiel in Polen gebaut. Ja, Nähe von uns, also 120 Kilometer von uns. Ja, es ist so. Aber der Vorteil ist bei dem Auto, du hast ähnliche Außenmaße wie beim T6, aber du hast viel mehr Platz. Das kann man gar nicht vergleichen. Ja, Fahrzeugbreite bisschen ist innen und ja, wir haben ein bisschen länger. Ansonsten haben wir hier die kürzeste Variante mitgenommen vom Ford, also L1. L1. Das Wichtigste ist, glaube ich, der Einbau dieses Daches. Das ist so kompliziert, wenn man es richtig macht. Ja? Und das geht nicht in 5 Minuten, sondern man muss genau wissen, was man macht. Wie geht ihr da vor? Das haben wir so einfach wie möglich gemacht, weil das Dach ist eigene Fertigung. Eigene Fertigung? Ja. Also nichts aus Deutschland, SCA oder so irgendwas? Nein, das baut ihr selber, Glasfaser? Ja, der ist hier Glasfaser. Wir bauen Glasfaserteile seit über 25 Jahren. Nochmal, das Dach ist von euch? Ja, von uns. Wirklich? Wirklich. Du schreibst da nicht nur deinen Namen drauf oder irgendwas, weil fast alle Aufstelldächer kommen von SCA. Ja, es ist kein SCA, kein Wettbewerb, es ist das eigene Fertigung, weil wir, wie gesagt, wir haben Erfahrung seit über 25 Jahren. Ja, viele Aufstelldächer machen das Auto lauter. Bei euch ist es sogar ein bisschen leiser. Ja, ist leiser, natürlich, weil ist das gut angepasst. Ist das angepasst, also ich zeige euch das mal. So ein normales Aufstelldach hat immer so eine kleine Lücke drin. Da kannst du noch so fest anziehen. Die haben das so gut gefertigt, ja, das hast du mir gesagt. Das ist so passgenau, also nichts gegen die Kollegen, aber dann wird es von euch auch noch eingebaut. Das heißt, alles aus einer Hand. Ja. Das dauert ganz schön lange, so ein Dach zu konzipieren, bis es so ist, wie es jetzt ist, oder? Ja, leider ist es nicht so einfach. Vorbereitung dauerte über 2 Jahre. 2 Jahre. Schau dir mal hier die ganzen, ich nehme an, ihr habt speziell jetzt natürlich hier für die Messe ein besonders schönes Fahrzeug gemacht. Die anderen sind nicht so schön, oder? Nee, muss ich ehrlich sagen, da sind die Reihen von der Linie aus gekommen, also immer so gleich, weil die Spezialfahrzeuge, die haben wir vorbestellt, Sonder für die Messe, sind noch nie gefertigt vom Ford. Das heißt, wir müssen ganz normalen Fahrzeuge für die Linie. Wir haben gar nichts Spezielles gemacht. Oh, ich zeig mal gerade. Das ist der Preis, Grundpreis 62.910, Vanestro. Und es kostet 69.577 Euro. Ist der schön voll? Der hat Xenon drin, der hat jetzt die Automatik? Ja, kann sein, aber an dem Fahrzeug stehen den Fahrzeug noch nicht, weil momentan waren nur Schalter zur Verfügung und es kommen noch Automatik dazu. Oh, das heißt, ihr habt vorbestellt. Ihr habt das genommen, was ihr bekommen habt, oder? Ja, wie wir alle hier. So, klemm mich mal auf, Karl. Das ist jetzt eine Version, ich sag's mal, relativ easy, ist nah dran, hat keine Küche, oder? Das ist so eine Küche, das ist im Prinzip absolute Basic. Das ist eigentlich, wo ich jeden Tag fahren kann. Ich kann mal irgendwo am Wochenende sportiv hin, meine Fahrräder mitnehmen, meine Kids mitnehmen, reinsteigen, einsteigen und natürlich jeden Tag damit unterwegs sein. Das ist ja im Moment das große Thema.
Der hat ganz schön viel zu bieten, der Tourneo, ja. Und wenn ich hier mal gerade hochschaue, auch das Dach mit allem drum und dran. Das hier ist jetzt ein Family Van. Hier vorne ist noch ein Tisch, kannst du reinstellen, den kannst du direkt reinschrauben. Kannst du ganz einfach einschrauben, Tischplatte kommt dazu. Jetzt haben wir arrangiert diese für nachts, also zum Schlafen Varianten. Die 3 letzten Sitze von der letzten Sitzreihe sind rausgezogen, aber natürlich der Kunde bekommt von uns den kompletten Van mit 8 Sitzplätzen. Mit 8, also ich glaube, der kommt immer mit 8, oder? Wenn du den kriegst, oder? Wenn nimmst du den Tourneo, den kommt immer mit 8. Und das haben wir so angeboten, okay, wenn willst du ein bisschen campen. Wir haben hier kleine Kocher, ein flammiges. Wir haben hier in der Mitte Kühlbox. Staufach, warte mal, Karl, wenn du mal gerade so lieb bist, das nochmal aufmachst. War ein bisschen schnell. Also da hast du nochmal großes Staufach drin, Kühlbox. Ja, Kühlbox, die herausnehmbar ist. Wenn ziehen wir den gesamten Box raus, wollen wir nur fahren zu 8. Ansonsten könnten wir den Kühlbox weiter mitnehmen. Und hier haben wir einen kleinen Spüler. Hinten steht großen Kanister für Frischwasser. Abwasserkanister haben wir hier nicht, weil ist das nur einfachste, was können wir hier anbieten. So, das Aufstelldach alleine, wer sich ein bisschen auskennt mit Einbau, da reden wir schon über, ich glaube, 8.000 Euro, habe ich schon gesehen. Die meistens los, die Preise gehen ja permanent gerade richtig steil aufwärts. Also wenn die Leute das jetzt sehen und sagen, okay, das Basisfahrzeug kostet ja nur 43.000 oder 45.000, das nächste ist die Fertigung, egal was der Karl anpackt, es ist immer eine Schippe besser, habe ich das Gefühl, oder? Ja, dafür stehen wir auch mit unseren Partnern, das ist immer ganz wichtig. Wir tauschen uns auch in der Gruppe immer aus. Also ob das Vanestro, Hottomobil, Furgok, wir versuchen überall das Optimum rauszuholen. Und da haben wir natürlich einen hervorragenden Partner. So, das ist jetzt ein Prototyp oder ist es Serienfahrzeug? Kann man das rausnehmen komplett? Jetzt willst du machen? Oder? Nein, nicht jetzt, sondern grundsätzlich. Das ist machbar. Natürlich. Es ist so vorbereitet, zu 2 rauszuziehen, dann brauchen wir dafür 25 Minuten. Deswegen habe ich nachgefragt, ob jetzt willst du haben. Ich kann es mitfahren. Man kann es zusammen falten, das geht. Das heißt also, du kannst die Sitzplätze machen, wenn du mir das gerade mal zeigst. Das heißt, du hast eine Liegefläche, die sind gut und gerne über 2 Meter, oder? Ja, 2,25 Meter. 2,25 Meter. Das habt ihr, wie ist denn der Liegekomfort? Das ist ja ganz wichtig. Ja, sehr komfortabel. Weil haben wir sehr dicke Matratze hier. Das ist wichtig. Also viele haben nur dünne Matratzen, das kennst du. Und oben drin, was habt ihr da für Matratzen gewählt? Ja, oben ist die Matratze 6 cm und dann haben wir die Topper. Ja, das ist Topper, das ist natürlich, aber nicht in den wie heißen die? Ach. Sag mal, wenn du es mal kurz beschreibst. Manche machen die Latenrosten wie wir. Und manche, ja, aber wir machen die Latenrosten, Holzlatenrosten, die ganz alten, weil die sind mehr bequemer. Wir machen keine Lattenteller. Okay, verstehe. Das heißt, ihr habt normale Lattenroste. Unten drin ist noch ein Fach? Ganz unten? Staufach hier. Okay, nur mal kurz reinschauen, dass wir das mal sehen. Ja. Ja, die Leute wollen ja schauen, die wollen ja Stauffächer und so weiter. Vieles sehen. So. Und das ist natürlich wichtig, die große Kühlbox. Das finde ich eine geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kannst du auch für die Kids immer was mitnehmen. Ein paar Getränke, man kennt ja das Gemeckere unterm Fahren. Ich will jetzt was zu trinken, das hast du hier weg. Ja, man kann die Kühlbox auch rausnehmen, die kann man im Prinzip auch normal verwenden im Auto. Also wenn ich die jetzt... Sitze vorne, ne? Die Sitze vorne. Komm, wir gehen mal rein. Das Konzept muss man ein bisschen verstehen, denn du hast also jetzt hier oben ein Aufstelldach drauf. Die Bettfläche kannst du hochdrücken und dadurch hast du einen größeren Raum. Du kannst drin stehen. Kannst du stehen. Ja, und das ist das Wichtigste. Und dann kannst du aber, wenn du den Bettbetrieb jetzt hast, einfach hingehen und kannst dieses, ich sag mal, dieses Zwischenteil, wo das Bett drauf ist, einfach runterklappen. Wenn du mir das mal ganz kurz zeigst, wie das funktioniert. Das heißt, du gehst hoch, ziehst das runter und steigst ein über die Sitze, oder wie? Wie steigst du ein? Ja, musst du die Sitze umdrehen, weil in jedem Fahrzeug serienmäßig haben wir immer 2 Drehkonsolen. Wir bieten das ganz im Standard. Es ist kein Aufpreis, die Sitze drehen sich auch rundum. Dann kannst du nicht beim Schlafen, sondern beim normalen Fahrposition auch der Tischchen mitbringen. Und Heizung, wie funktioniert das? Heizung ist nur vom Ford, weil es ist ein ganz einfaches Fahrzeug. Das heißt, wir haben hier den zweiten Umtauschlufter, original beim Tourneo, also Umtauschlufter und den zweiten Klimabereich. Das heißt, die Bedienpult ist original vom Ford umgezogen von dem alten Mittelpunkt auf die Seite. Und es funktioniert 2 Klimabereiche, das nun bei dem Fahrt natürlich.
Sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal. Also das ist die einfachste Variante, die ihr habt. Es geht aber noch weiter. Ihr habt natürlich das Ganze ein bisschen weiter gedacht. Das heißt, hier ist jetzt natürlich auch keine Batterie drin, nehme ich an. Das ist das Basisfahrzeug mit einem Aufstelldach und einem Bett drin. Und einen guten Torneo drunter. Habe ich gemacht. Übrigens, wenn man das als Zugfahrzeug verwendet im Urlaub, hat ein Caravan dahinter und hat eine große Familie, dann habe ich nämlich hier drin geschlafen mit den Hunden. Der Sohn hat oben geschlafen und meine Frau hatte den ganzen Wohnwagen. Ja, du hast recht. Solche Möglichkeiten ist auch immer. Anhänger vom Werk oder Nachrüsten ist auch möglich. Vanestro. Ja, das Ganze ist ja vom Karl so ein ganz kleines bisschen mit initiiert worden und es verkauft sich sehr gut. Die Qualität? Ja, sehr hochwertig, wie du gesehen hast. Das ist also wirklich eine Klasse für sich. Versuchen natürlich viele auf den Markt zu kommen, aber es ist halt Transit, einfache Qualität. Wir werden auch auf Transit bauen, wird dann preislich irgendwo bei 53 liegen, als Einsteigermodell. Ist günstiger dann, ne? Ja, ist günstiger, weil natürlich die Klimaanlage hinten nicht läuft, die Heizung hinten nicht läuft. Alles, was beim Torneo natürlich Standard ist. Okay, super. Und da gibt es jetzt ein weiteres Modell. Das werden wir gleich mal zeigen im eigenen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind auf dem Caravan-Salon 2022. Die ganze Halle ist voller Vans. Wie soll der Kunde sich denn hier entscheiden, lieber Marek? Ganz einfach. Die fragen immer wegen die schönsten Fahrzeugen, glaube ich, deswegen. Wir bieten nur schöne Fahrzeuge mit höchsten Qualität. Marek, ich lasse das mal so stehen, okay? Ja, kannst du. Danke. Tschüss. Wir haben hier zwei unterschiedliche Fahrzeuge, also fast gleiche, die sehen unterschiedlich. Also gleiche Grundrisse, aber nach zwei unterschiedlichen Arrangements. So, und das zeigen wir gleich mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss.